Einen wunderschönen und es ist wirklich ein phänomenal schöner Tag hier in Alanya. Und weil es heute so schön ist, habe ich mir gedacht, nehme ich dich heute mal mit zu einem ganz speziellen Ort und bleibt auf jeden Fall gespannt. Jetzt wird es nämlich ein bisschen hier kulturell und geschichtlich, denn das ist auch eine Sache, die es hier gibt. Deswegen bleibt unbedingt dran. So Leute, ich habe meinen Rucksack gepackt und jetzt geht's los. Und ich befinde mich hier schon auf dem Weg. Ja, ich gehe meinem deutschen Sport nach. Ich gehe jetzt eine Runde wandern. Bayrakselam. Also das ist schon echt steil hier. Und man muss wirklich gut zu Fuß sein. Puh. Und viel zu trinken mitnehmen. So, das ist mein Weg nach oben. Das ist die sogenannte Asar Sokak. Auch da, wo wir leben. Und da, wo ich jetzt hingehe, das nennt sich Sietra Antik Kent City. Und ist wirklich grandios. Die haben das komplett restauriert. Also ich nehme euch heute auf eine kleine Reise mit und zeige euch, dass es hier nicht nur Palmen, Meer, Strand gibt, sondern ja, viel, viel mehr zu sehen. Und wenn ihr in der Türkei seid, müsst ihr immer auf diese braunen Schilder achten, die mit weißer Schrift beschriftet worden sind. Das ist nämlich immer ein Zeichen, dass dort ein historischer Fund ist. Normalerweise fährt man von Alanya hinter dem Utopia World ein bisschen weiter hinter und dann kommt eben dieses Schild, wo es zu Sietra Antik Kent geht. Aber ich dachte mir, ich bin jung, ich bin sportlich, das schaffe ich auch so. Und es ist echt ein ganz cooler Weg und hier gehen immer unglaublich viele Touristen. Aber ich muss sagen, das war jetzt nicht die schlauste Idee, um 11 Uhr in der Früh loszustopfen. Aber ich lasse es ja gerne immer ein bisschen langsamer angehen. Also, let's go! Ja, ich bin jetzt heute auch hier alleine losmarschiert, weil ja, der Deutsche, irgendwie, der geht halt einfach gerne spazieren, gell? Aber nicht nur die Deutschen. Ich muss sagen, hier sind noch wahnsinnig viele Russen, Ukrainer, ein paar Iraner, also total wild gemischt. Ja, und irgendwie, das ist halt, glaube ich, so ein deutsches Ding, genauso wie Stoßlüften oder so. Ich glaube, das gibt es halt einfach nur im Deutschen. Ja, und der Türke und die Tiere vor allem, die denken sich halt einfach bei so einem Wetter, nee, ich setze mich lieber hin, mach ein bisschen Siesta und trink meinen Tee. Ne? Ganz kurz, wer hier mal guten Dünger für seinen Garten braucht, würde ich auch auf jeden Fall mal diese Tour empfehlen, weil frische, braune, schöne Pferdeäpfel. Mein Gott. So, von da bin ich jetzt hier hochgekommen und wer das auch mal machen will, der kann hier einfach weiter langlaufen. Und was echt richtig krass ist, immer wenn ich hier auch mit Badan Gassi gehe in der Früh, das ist so heftig. Es gibt hier sogenannte Hirschlausfliegen. Ich blende euch hier mal ein Foto ein. Das sind so krasse Viecher. Das ist quasi eine fliegende Zecke. Ich kannte das auch nicht. Und also wirklich, die haben Zeckenzangen und fressen sich da wirklich in die Haut rein. Also gerade bei Tieren, gerade bei so langem Fell. Aber die können halt auch auf Menschen gehen und die saugen sich mit Blut voll. Und ich habe da wirklich so mit dem Schlappen 10-mal drauf gedatscht.
das Teil ist einfach echt nicht kaputt gegangen. Das war so heftig. Deswegen, wenn ihr sowas durch so Nadelwälder, so eine Strecke mal gehen solltet, falls euch mal die Wanderlust packt, dann bitte unbedingt danach euch absuchen, weil das Viech, nee, nein, danke. So, jetzt gehen wir hier durch die Olivenfelder. Aber ich finde das einfach so schön. Es ist so idyllisch und ihr hört vielleicht diese Grillen oder Zikaden. Ja, Sietra liegt etwa 20 Kilometer südöstlich von Alanya, also zwischen Alanya und Gazi Pasha. Und das reicht bis ins 13. Jahrhundert nach Christus. Die ersten Besiedlungsspuren reichen bis ins 9. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ab wann das hier schon angefangen hat, dass sich die Menschen hier niedergelassen haben. Das zum Beispiel sind alles die ersten Mauern von Sietra. Das finde ich so gigantisch. Und glaubt mir eins, Leute, ich weiß, warum sich hier die Menschen niedergelassen haben, weil es einfach wunderschön ist. Schaut euch das mal an. Also ihr könnt hier schon die ein oder anderen Mauerwerke erkennen. Sietra war sowohl Küstenstadt mit Hafen als auch eine Oberstadt eben auf diesem Hügel. Also das geht bis ganz nach oben und das war super wichtig für den Handel und für die Signalabwehr. Also insbesondere gegen Piraterie. So, man könnte jetzt hier da lang gehen. Ich entscheide mich aber für den linken Weg und dann gehen wir so eine komplette Runde. Aber ihr seht, wie riesig diese Mauern sind. Ich finde das so heftig, dass einfach jeder einzelne Mauerstein da platziert worden ist. Vor allem, wenn man diese großen Steine betrachtet, was das für Massen sind. Unfassbar. Schaut mal, hier wachsen sogar Weintrauben. Phänomenal die Natur, oder? Ja, und hier haben wir so eine erste Höhle. Leider sieht man nicht so viel davon. Ich sehe einfach nur ein riesiges schwarzes Loch. Ja. Ja, und die ersten Ausgrabungen fanden 1994 bis 1999 statt. Seit 2010 werden hier neue Ausgrabungen gemacht, geleitet von einem Dr. Ertuğ Ergürer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und also es ist phänomenal. Ich war hier oder ich gehe hier immer mal wieder hoch, weil es einfach auch ein cooles Workout ist, gerade für die Mädels, die mal ein bisschen Treppen steigen hier. Also phänomenal, was die hier geschaffen haben, wirklich. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch zum römischen Bad. Das ist echt krass, dass die Römer hier waren, ne? Die Römer, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Irre, einfach irre. Ja, jetzt geht es immer weiter hoch. Immer auf. Du, gestern nach Leg Day, alter Schwede, das ist schon heftig, diese 112 Milliarden Treppen hier zu steigen. Aber der Aufstieg ist immer toll. Der Weg ist das Ziel, Leute. Das müsst ihr auf jeden Fall einmal gemacht haben, wirklich. Also das lege ich euch hier ans Herz. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Oh, guck mal, da ist eine kleine Eidechse. Servus. Also ich muss ja echt sagen, ich bin nicht ein besonderes tolles Vorbild. Also Leute, zieht euch gescheites Schuhwerk an. Die Steine sind manchmal echt glatt und rutschig. Und ich habe erst gestern eine Reportage gesehen, dass so viele Unfälle beim Besteigen, also jetzt nicht Sietras, sterben, aber teilweise der Dolomiten, weil sie natürlich das perfekte Foto haben wollen. Und ich glaube,
oder in einem Jahr sterben, glaube ich, 73 Leute. Heftig. Aber ich meine, die sind auch selber schuld. Was gehst du mit Lackschuhen da hoch? Meine Güte. Also, Leute, gescheites Schuhwerk mitnehmen, ne? Und vor allem wirklich trinken. Trinken nicht vergessen. Ich persönlich mag ja das Sackerwasser am liebsten. Ehrlich ist auch gut, aber das geht auch. Ja, selbst wenn es nur 20 Minuten Fußmarsch sind, aber bei 35 Grad eigentlich Kopfbedeckung. Also ich habe eigentlich heute alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Meine Güte. Ja, wenigstens habe ich ein weißes T-Shirt an. Wenigstens etwas, ne? Selbst 20 Minuten Fußmarsch, aber bitte Wasser, Wasser, Wasser. So, backen wir's. Ja, und da gehen wir jetzt mal weiter zur Akropolis rauf. Mal, das Ganze wird auch hier Kamera überwacht. Oh, ich darf nicht Drohne fliegen. Sehr gut gemacht. Ihr seht schon, die Leute arbeiten hier wirklich fleißig weiter. Und die Kamera, ganz kurz, wird übrigens solar betrieben. Finde ich auch richtig cool. Macht auch Sinn. Ich hoffe, dass ich jetzt natürlich keinen Ärger hier bekomme. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt muss ich ja ehrlich sagen, dass ich ganz dezent vom schlechten Gewissen geplagt werde. Aber wer stellt denn auch ein Schild da oben hin? Ich meine, da oben ist nur Dreck. Wer lässt denn da eine Drohne fliegen? Ich habe die halt jetzt auf den Stein fliegen lassen. Naja. Oh, so schön schattig. Ein Träumchen. Leute, ich sag's euch. Der Aufstieg ist es wirklich allemal wert. Auch wenn ihr gar nicht so geschichtsinteressiert seid. Aber der Ausblick von hier ist phänomenal. Schaut euch das mal an. Also unglaublich. Ich finde es halt immer so faszinierend. Also Geschichte im Allgemeinen finde ich so faszinierend, dass hier alles damals, ich weiß nicht, raufgetragen worden ist, dass sich die Menschen hier schon niedergelassen haben. Also einfach unglaublich. Mit seinem Traktor hier hoch, irre. Tekra, Tekra! Ja Leute, jetzt sind wir hier beim Stein der Weisen. Kleiner Spaß beiseite, obwohl ich echt ein Harry Potter Fan bin an der Stelle. Krass, ne? Also so Hieroglyphen, ich weiß gar nicht, was das für eine Schrift ist. Muss mal gleich ChatGPT fragen, das mache ich jetzt gleich mal. Kannst du mir übersetzen, was diese Innenschriften bedeuten und aus welchem Jahrhundert die stammen? Ja, heftig, Leute. Er hat mir das hier jetzt übersetzt, tatsächlich. Wunderbar. Er hat mir das hier jetzt übersetzt. Das ist so krass. Ich mache euch einen Screenshot hier rein. Irre. Und zwar der Bürger von Sietra, der Kinderjugend, Themis, Name für 4 Jahre, hinterlassen, verstorben, der Gerechtigkeit. Also sehr interessant. Sehr interessant. Also es wird wirklich als Innenschrift für die Stadt Sietra bezeichnet. Dafür gab es wirklich eine Schrift. Und jetzt bin ich hier eben an dieser Akropolis und schaut euch das mal an. Ja, das ist die Akropolis. Jetzt bin ich hier wirklich am höchsten Punkt angelangt. Und die Jungs machen hier wirklich Schwerstarbeit. Ja, irgendwie wollte ich jetzt so ein cooles Touri-Bild auch mal machen. YMCA. Ah, herrlich. Herrlich ist es. Also ich muss ja echt sagen, ich finde das vor allem so interessant, weil, wie gesagt, man denkt ja immer nur, Alanya besteht nur aus Meer und Sonne und Strand. Und schaut euch mal bitte hinten diese Berge an. Das ist phänomenal.
Also im Winter kann man hier echt Schnee sehen. Ich glaube, ich mache hier nochmal eine Winterwanderung. Ja, und immer wenn ich diesen Berg anschaue, der jetzt da hinter Wolken verschwunden ist, denke ich mir immer, den möchte ich auch mal besteigen. Ja, da unten ist die Stadt, da sieht man Mahmudla. Und es ist jetzt genau 12 Uhr, also ich habe letztens jemand Fahrradfahren und Joggen sehen. 12 Uhr mittags. Ich glaube, es waren 44 Grad. Ich habe keine Ahnung, also gefühlt. Und ja, das ist schon echt nicht zu unterschätzen, Leute, wirklich. Also da müsst ihr echt vorsichtig sein. Ich meine, jeder kann ja machen, was er will, aber zu empfehlen ist es nicht, ne? Und ich werde jetzt da wieder runtergehen. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen hier mit meiner Drohne filmen. Das macht mir richtig Spaß. Und ja, gehe wieder zurück und werde mich gleich in den Pool stürzen. Junge. Also jetzt musst du hier wirklich aufpassen da. Ne? Aber ich muss echt sagen, es ist Gott sei Dank schön windig. Also so, ja, Backofen 200 Grad mit Umluft mäßig, würde ich sagen. Wisst ihr, was ich noch schlimmer finde, wie bergaufsteigen? Bergabsteigen. Wirklich, das geht so auf die Knie. Da war er wieder, der Allmann. Der hat sich wieder beschwert. Ja. Oh ja, da möchte ich auch unbedingt noch hingehen. Das haben die ausgegraben. Ich glaube, das war das Hammam und die Schule, wenn mich nicht alles täuscht hier. Also dieser Teil. Schaut einfach so cool aus. Vor allem finde ich es cool. Naja gut, jetzt haben sie hier keine Müll... Aha. Da. Ein Übeltäter. Wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal vorbildlich. Weil es da keine Mülltüte ist. Oh. Und dann auch noch Nestle, ehrlich. Da kriege ich ja die Krise. Darunter gehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas seht, ne, dann, wenn ihr eine Hand frei habt, das könnt ihr immer mitnehmen. Und dann, Donai, ne? Ja, das ist immer schön, aber das machen mittlerweile immer mehr Menschen. Und ich muss sagen, hier ist es echt sauber, sehr, sehr sauber. Die graben da gerade echt viel aus. Oh mein Gott, schaut euch mal bitte diese Statue an. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome da mal gleich mal ran. Und da sind ja richtige Kunstwerke drinnen. Irre. Schaut euch mal bitte diesen Stein an. Wie schön der ist. Also ich muss echt sagen, so Freiluftmuseen sind schon immer einfach brutal und machen unglaublich viel Spaß, sich das Ganze anzuschauen, wie irgendwie in ein normales Museum reinzugehen. Und überhaupt türkische Geschichte, das ist ja wirklich uralt. Irgendwie in der Schule kriegt man immer nur was über die alten Ägypter, das ist ja auch interessant, aber da wird einem immer nur das beigebracht. Und irgendwie das Östliche vergisst man irgendwie immer. Verstehe gar nicht warum. Es ist echt Wahnsinn. Genau, und wir gehen jetzt zum römischen Bad, zum Hammam. Da geht es da dann runter. So viele Treppen hier. Ja, leider kann man da jetzt nicht rein. Aber ihr seht da, was da jetzt alles schon frei gemacht worden ist. Einfach fantastisch. Genau, das ist das Gymnasium. Also man sieht hier auch diese kleinen Mosaiksteinchen, die hier alle wirklich, also ich war das letzte Mal oben, da haben sich die ganzen Arbeiter mit Pinseln überall hingehockt und haben das alles frei gemacht. Hier seht ihr die ganzen Steine, Sidra. Phänomenal, oder?
Übrigens, wer jetzt auf die Idee kommen sollte, hier ein paar kleine Steinchen mitzunehmen oder auch so Tontöpfe und so weiter, das ist verboten. Da werdet ihr rausgezogen, glaubt mir das. Ja, die darf man nicht mit rübernehmen. Das ist Eigentum der Türkei und das wird echt teuer, wenn sie euch da erwischen. Ne? Möchtest du mal gesagt haben, mein Gott, schaut euch mal bitte diese... Oh, das ist echt krass, ich kann gar nicht aufhören zu staunen hier. Schau mal, diese Riesen. Das ist ja irre. Irre, wie groß. Meine Güte. Wie schwer so ein Teil sein muss. Stimmt 100 Tonnen. Spaß. Ja, und jetzt habe ich mich hier irgendwie ein bisschen verlaufen. Also das ist wirklich wie so ein kleines Labyrinth hier. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, wo ich lang muss. Aber das finde ich schon. Das finde ich schon. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich wieder hier ein bisschen zurechtgefunden. Also, wenn man von uns aus hochgeht, muss man sich einfach immer rechts halten. Genau, hier steht Zeytinyağı İşleri, also zur Olivenarbeitsstelle. Ich gehe mal aus, damit sind die Olivenfelder gemeint. Und wenn man jetzt hier runterschaut, da habe ich ja quasi gestartet. Ja, das ist halt einfach richtig cool, denn dort auch, wo wir selber leben, selbst da wurden Reste von Siedra gefunden. Das heißt, dass dort einfach nicht gebaut wird und ich finde das schon cool, dass das Ganze jetzt auch seit 1991 wurde eben Siedra unter Schutz gestellt. Und das finde ich einfach toll, dass man dann doch nicht alles kaputt macht, sondern einfach solche archäologischen Funde auch wirklich unter Schutz stellt. Das ist auch wirklich enorm wichtig. Seht ihr, da kommt jetzt wieder so ein Sportler. Hallo. Merhaba. Schaut mal, wie schön dieser Olivenbaum ist. Überhaupt Olivenbäume finde ich so toll. Es ist einfach der Baum des Lebens. Ja, ich werde jetzt ganz gemütlich runtergehen. Ich habe mich Gott sei Dank nicht verlaufen. Aber eigentlich ist es immer ganz leicht. Wenn man nach hinten fährt, sind immer die Berge da, das Taurusgebirge. Und vorne ist immer das Meer. Deswegen ist es auch bei Siedra so, da kann man sich gar nicht so leicht verlaufen. Auf jeden Fall, wem das Video gefallen hat, darf es gerne liken, darf es gerne teilen und vor allem abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal ein paar andere Seiten von Alanya kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt auf ein eisgekühltes Getränk und sage bis zum nächsten Mal.